Guten Morgen, Freunde. Hier ist mein Apartment. Ich will euch hier das Hostel, soweit es geht, ein bisschen zeigen. Heute ist Matchday. Es ist nichts Luxuriöses, es ist relativ teuer mit, ich glaube, 16 € oder sowas. Ich zeige euch mal hier die Gegebenheiten. Passt auf, ich komme mir hier vor wie so ein eingesperrtes Huhn. Das ist mein Apartment. Ist voll okay. Ziemlich gemütlich. Aber schaut mal, ich muss leise reden, weil da einer schnarcht. Stop it. Get some help. So sieht es hier aus. Unsere Kabinen, wie so Schließfächer. Jeder schläft in seinem eigenen Schließfach. Aber ist okay. Schaut mal, da geht's raus. Wir haben hier so Getränkeautomaten. Die Preise sind sogar okay. Hier haben wir unser Bad und das ist zum ersten Mal so ein bisschen unangenehm. Gemeinschaftsbereich, alles kein Problem. Und hier haben wir, und das ist eigentlich ziemlich cool, so eine Art Spa-Bereich. Das sind die Duschen. Also wir sitzen hier alle wieder am Kacken und duschen uns. Und hier am Abend haben die hier so einen Whirlpool. Ja, das habe ich jetzt hier zum ersten Mal. Und ich muss sagen, ich benutze ihn jeden Tag. Heißes Wasser, wirklich zum Entspannen, genial. Der Vibe hier, das ist kein richtiges Hostel. Das ist mehr so eine Art Guesthouse, geführt von einem jungen Amerikaner, der richtig cool ist. Und ja, das Durchschnittsalter ist hier 50, 60. Ja, ein bisschen komisch. Die älteren Leute sind hier meistens, glaube ich, alle hier Long-Term. Das sind nicht so Kurzzeitreisende wie ich, die sind, glaube ich, hier schon länger da und wohnen hier teilweise. Ja, mir passt es hier schon, ist okay, ist okay. Und hier haben wir unseren Gemeinschaftsbereich, wo die ganzen Rentner dann sitzen am Abend. Und ich finde das eigentlich ganz cool, weil wir können hier am Abend sitzen. Ich mache meine Videos. Die haben hier auch so kleine Fernseher, so LCD-Screens von, ich glaube, 1980. Das Ding hier funktioniert eigentlich alles richtig gut, ist angenehm. Es sind auch ein paar junge Leute da aus Amerika, glaube ich, oder aus England. Das ist meine Unterkunft hier in Japan. Voll okay, ziemlich teuer, aber morgen ziehe ich um und ich werde in eine andere Unterkunft ziehen. Keine Ahnung, wie diese wird. Ja, ich mache mich jetzt fertig. Es ist 12 Uhr und ich fahre jetzt schon langsam los Richtung Stadion. Also, wir sehen uns dann gleich, wenn es losgeht. Ciao, ciao. Perfekt. Okay, Freunde, jetzt geht's los. Leider haben wir heute totales Schmutzwetter. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich krank werde, weil der Tag heute ist extrem lang. Was steht heute an? Wir schauen Champions League, Achtelfinale, Rückspiel. Yokohama Marinos gegen True Bangkok United aus Thailand. Und das Spiel heute wird es auf jeden Fall in sich haben. Es ist das Rückspiel. Hinspiel endete 2:2 in Bangkok. Damit sind heute die Voraussetzungen auf jeden Fall gut für ein richtig spannendes Spiel. Und heute, da bin ich mir zu 100% sicher, ist das Niveau deutlich höher als letzte Woche in Südkorea. Beide Mannschaften sind Vizemeister in deren Ligen geworden. Meister in Japan wurde Vissel Kobe mit Iniesta. In Japan spielen die nach dem Kalenderjahr die Saison. Und Iniesta hat die Mannschaft Kobe, Vissel Kobe, schon im Sommer verlassen, weil er dort nicht mehr gespielt hat. Der chillt jetzt in Katar, ist aber trotzdem japanischer Meister geworden. Ich komme jetzt noch ein bisschen was zum Knabbern und dann geht die Reise los. Wir haben eine kleine Strecke zurückzulegen und dann ja, sehen wir uns später mit weiteren Infos wieder. Hier in Japan musst du deinen nassen Regenschirm auch immer einfolieren, wenn du ins Geschäft gehst. So, ich bin mittlerweile hier am Bahnhof angekommen und ja, das Ticket kostet mich ungefähr 4 € und es ist eine mega lange Strecke, also wirklich, ich glaube, 1 Stunde Fahrt. In welchem Stadion spielen wir? Das Ganze findet statt im Nissan-Stadion, im WM-Endspielstadion von 2002, in dem Deutschland hochgenommen wurde, von Brasilien damals. Nummer 9, wir kennen ihn alle, Nazario Luis de Lima, hat damals 2 Glocken eingeschenkt. Genau in dem Stadion findet heute das Spiel statt. Es ist ein Riesenstadion, 70.000 Menschen passen da rein und es ist sehr, sehr groß, also nicht nur von der Kapazität her groß, sondern auch es ist sehr, sehr weitläufig. Ach ja, und eigentlich wollte ich hier nach Chinatown, aber das Wetter ist nicht gut, es ist kalt, es regnet.
Deshalb habe ich mir was anderes überlegt und ich zeige euch mal hier, wie die Leute, wie deren Street-Style so ist und Action. Okay, Freunde, das dauert nicht mehr lang, dann komme ich beim Stadion an. Vielleicht noch ein paar Infos zu den beiden Vereinen. Also, ich habe gestern noch eine Recherche gemacht, unglaublich. Also, ich habe mich besser vorbereitet als auf Schulaufgaben in der Schule. Marinos hat laut Transfermarkt einen Mannschaftswert von rund 16 Millionen, ist damit nicht mal Top 5 in Japan. Bangkok ist in der Top 5, hat aber einen Mannschaftswert von rund 6 Millionen. Aber wenn wir Transfermarkt so mit Deutschland vergleichen, ist das so ungefähr Mitte bis unteres Drittel zweite Liga. Dort hat so KSC, Hansa Rostock, die haben auch so einen Marktwert von rund 15 Millionen. Ob das Niveau Zweitliganiveau sein wird, ich vermute schon. Ich bin mir nicht sicher, wir werden sehen. Ich kann es auch eh nicht einschätzen, aber ich vermute mal, es wird so ungefähr Zweitliganiveau sein. Eine Tatsache, die wir nicht verheimlichen dürfen, ist, in Thailand läuft die Saison jahresübergreifend, also wie in Deutschland. Das heißt, Bangkok ist voll im Saft. Die haben jetzt am Wochenende 0-0 gespielt in der Liga. Und in Japan läuft die Saison übers Kalenderjahr. Da bereitet sich Yokohama gerade auf den Saisonstart nächste Woche vor. Und ich glaube, also das wäre, wenn das ein Duell auf absoluter Augenhöhe ist, wäre es, glaube ich, ein riesiger Vorteil für Bangkok, aber ich persönlich glaube, Yokohama ist deutlich stärker und selbst nach dem 2-2 letzte Woche glaube ich, dass für Bangkok heute nichts zu holen ist. Wir werden sehen, Fußball ist immer alles möglich. Dann ganz allgemein, wie sind die Voraussetzungen heute für beide Mannschaften? Hinspiel war 2-2, der Trainer von Yokohama war damit absolut zufrieden. Bangkok muss hier gewinnen, was von der Sache her schon sauschwer wird. Die haben da ein paar gute Spieler in ihren eigenen Reihen. Ja, und wer weiß, vielleicht gelingt Bangkok ja heute sogar eine Überraschung. Wir werden hier schon mal gut eingestimmt. Welcome to the jungle. Das Stadion ist mächtig. Leck mich am Arsch. Ich mache mal ein kleines Video. Ich bekomme voll Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass Deutschland 2002 hier in Japan-Korea so für Furore gesorgt hat. Ich weiß noch ganz genau, ich war in ganz in der Butschi. Ich habe das allererste Spiel Deutschland gegen Saudi-Arabien in Polen bei meiner Oma gesehen. 8-0, Miro Klose, 3 oder 4 Tore, Wahnsinn. Wow, ist auf jeden Fall ein Monsterstadion, leck mich fett. Und ich suche mir jetzt ein ruhiges Plätzchen und dann reden wir nochmal über die Spieler, weil da gibt es einige zu erwähnen. In Bangkok spielt ein guter Brasilianer mit der Nummer 29, Mota heißt er. Hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel Tore geschossen, ich glaube so fast zweistellig, so um die zweistellig letzte Saison. Bei Marinos wiederum gibt es 2 bzw. 3 gute Brasilianer. Nummer 7 heißt Elber, Nummer 10 heißt Lopez. Der eine hat über 20 Tore geschossen, der andere um die 10. Also auf die 2 müssen wir auf jeden Fall achten. Es gibt noch 2 weitere Personalien, die sind viel größer und viel interessanter. Bei den Marinos, der Star ist der Trainer. Harry Kewell, 45 Jahre, hat erst zum Jahresanfang übernommen. Er ist sogar Champions League-Sieger mit Liverpool geworden. Hat auch im Champions League-Finale gespielt. Er sieht nicht mehr so fresh aus wie früher, aber es gibt hier noch einen zweiten, ganz besonderen Spieler. Und zwar, der eigentliche Hammer ist, bei Bangkok spielt ein Deutscher. Und das Lustige ist, der hat früher sogar mal beim Club gespielt. Und was noch cooler ist, der hat gegen Seligenporten gespielt. Das ist zwar nicht mein Verein, aber der Verein in unserer Region, der so am höchsten spielt, den man kennt. Und der hat gegen die gespielt, beim Club in der U23.
Manuel Bier heißt der. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, es gab damals einen Artikel zu einem Spieler, der ausgewandert ist nach Thailand. Und da ging es um ihn. Weil er ist dann kurze Zeit später ausgewandert nach Thailand und ist mittlerweile Nationalspieler Thailands. Manuel Bier. Ich glaube 93er Jahrgang, spielt, glaube ich, Innenverteidiger bei Bangkok. Den werden wir uns natürlich auch anschauen. Und ja, falls du das siehst, Manu, Grüße gehen raus. Ich glaube, an diesem Tor saß damals Oliver Kahn völlig enttäuscht am Pfosten nach seinem Fehler im WM-Finale. Da ist er, Manuel Bier. Hat früher Club gespielt, U23, Regionalliga, hat auch Zweitliga-Einsätze. Verrückt. Okay, Marinos kommen. Und das ist die japanische Kultur, die sagen immer Hallo zu ihren Fans. Marinos Ultras geben richtig Gas und die Bangkok Ultras bestehen aus 20 Mann, mehr sind es nicht. Aber es ist auch ein weiter Flug, glaube ich, von Bangkok hierher, also ich glaube locker 5 Stunden. Und ja, wir warten noch mal am Anpfiff, gleich geht's los. Uiuiui, jetzt gibt es eine Lichtershow. Und da haben wir Harry Kewell. Ist sehr auffällig. Ist mir schon beim Aufnehmen aufgefallen. Ja, auf geht's. Was direkt auffällt hier, die Räume sind viel enger. Die Mannschaften stehen viel enger beieinander. Letzte Woche hatten die Mannschaften viel mehr Platz. Ich glaube, das spricht auch für die Qualität. Okay, erste kleine Chance für Bangkok, Fernschuss ins Nichts, aber die Spielregeln sind klar, Yokohama nimmt das Heft in die Hand, sie wollen Tor schießen, sie greifen an und Bangkok lauert auf Konter. Wow, gutes Ding. Ecke Nummer 2. Und Bangkoks Muster ist auch klar. Die haben den rechten Flügelspieler, sehr schnell, sehr trickreich. Ball auf ihn und dann heißt es nur noch Tamam Abfahrt. Oh Junge! Was macht der denn, der Dulle? Ich schwör's dir, einfach draufhauen. Der legt mit der rechten Außenseite quer. Das ist nur vielleicht auch die Schwäche, mit dem rechten Außen das quer zu legen. Fehlende Qualität.
von Manuel Bier, aber dann in den Nachthimmel von Yokohama. Also Yokohama drückt schon ein bisschen mehr, aber ohne wirklich gefährlich zu werden. Und Status Bangkok hält dagegen, noch hält die Festung und gelegentlich fahren die raus zu kontern auf ihrem Pfeil auf der rechten Seite. Und ja, dann heißt das Prinzip hoffen. Mittlerweile entwickelt sich das Spiel voll in Richtung Yokohama. Das Spiel findet nur in Bangkoks Hälfte statt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es 1-0 fällt. Nicht, weil sie super gefährlich sind, sondern weil Bangkok die ganze Zeit hinterherläuft und Yokohama geduldig spielt. Und genau so läuft es die ganze Zeit. Yokohama kommt nicht so richtig durch und Bangkok nur am Mauern. Wow, wow, wow. So, Halbzeit ist, da ist Harry Kuehl, Cholkopf. Naja, auf jeden Fall, ich will gar nicht sagen, dass Bangkok Glück hatte, weil Yokohama zwar besser spielt und sie auch einschnürt, aber kaum Torschancen hat. Also, die hatten zwar ein paar Torschüsse, aber aufs Tor war, glaube ich, nur einer. Aber wir wissen alle ganz genau, wie das manchmal so läuft, wenn eine Mannschaft völlig unterlegen ist, die Null hält und dann irgendwann es scheppert. So, Anpfiff. Super gespielt, aber wieder nicht aufs Tor. Ecke. Also unverändertes Bild in der zweiten Halbzeit, geht genauso weiter, wie es in der ersten aufgehört hat. Nächste Chance. Aber wieder nicht aufs Tor. Ja, und unsere Kartoffel bisher auch fehlerfrei. Verteidigt gut. Stabiler Typ. Okay, also der rechte Flügelspieler von Yokohama nimmt langsam Fahrt auf. Ein Wirbelwind, ein Techniker, geiler Kicker. Noch 15 Minuten zu spielen und Yokohama drückt aufs Pedal. Die möchten das innerhalb der 90 Minuten entscheiden, definitiv. Und mit Abstand beste Chance, Nummer 11, der gute Spieler tankt gut durch, spielt glaube ich Leo, schießt am Pfosten. Yokohama kriegt einfach keinen Ball aufs Tor. Jawohl, wenigstens mal aufs Tor. Auch in Bangkok geht es 1-0 machen. Das ist der bodenlos. Abpfiff. Es geht in die Verlängerung. Was für mich sehr, sehr schlecht ist, die Bahn, die hört hier um 11, 12 die auf zu fahren, ab 11 Uhr. Und ich habe keinen Akku mehr. Ich glaube, Yokohama hat sich das heute anders vorgestellt und Bangkok muss hier Buddha danken, dass sie noch nicht ins Hintertreffen geraten sind. Das Einzige, was Bangkok jetzt noch retten kann, ist Elfmeterschießen. Halt er das? Ja, Yokohama, gleiches Bild, spielt.
aber bringt den Ball nicht rein. Und Bangkok, sage ich euch, verteidigt so geil, mit so viel Leidenschaft, mit Herz. Und das wäre jetzt, ich würde es feiern, wenn die jetzt noch das 1-0 auf einmal machen. Oh, leck. Für mich klares Handspiel. Ich weiß aber nur nicht, ob er außerhalb oder innerhalb war. Und es geht um Handspiel von Bangkok, möglichen Elfmeter an Yokohama. Elfmeter, Wahnsinn! Es läuft schon die Nachspielzeit der Verlängerung. Yokohama kommt weiter ins Viertelfinale. Sie haben es geschafft. Glücklich, aber trotzdem verdient. Sie waren besser. Ganzes Spiel über. So, für wen ist dieser Applaus? Dieser warme Applaus? Für die Bangkok-Spieler. Die kommen jetzt auch wieder her und bedanken sich. Vergesst nicht, Like und Abo dalassen auf Ehrenbruderbasis. Wir sehen uns beim nächsten Spiel irgendwann wieder. Ciao, ciao, danke.